Hallo und willkommen zur Jason Tierlist von Camp Forest Green, also von der Mod. Ich werde jetzt hier alle 19 Jason gibt es hier, werde ich jetzt ranken, wie gut oder schlecht ich die finde. Ich werde dazu ein bisschen was sagen, warum ich jetzt zum Beispiel finde, dass sie eher gut oder schlecht sind. Und ja, dann fangen wir mal nach der Reihe an. Wir fangen an mit Jason Part 2. Das ist der Kartoffelsack Jason, so nenne ich den gerne immer. Und ich finde, dass das eigentlich kein schlechter Jason ist so. Er ist eher so ein, ich sag mal, Defender Jason, kann man sagen. Also er ist quasi mehr dafür gedacht, jetzt die Objectives zu verteidigen, also quasi Auto, Boot, Fusebox, sowas halt. Das kann der meiner Meinung nach ziemlich gut. Jetzt so im Angriff, also dass der halt jetzt Leute richtig gut verfolgen kann, ist jetzt nicht seine Stärke, aber ich finde, verteidigen ist der richtig gut, dadurch, dass der halt Fallen Plus hat, Morphen Plus, dadurch kann er quasi die ganze Zeit hin und her gehen, falls jetzt irgendwie mal eine Falle aktiviert wird. Das ist ziemlich gut für ihn. Und Wurfmesser hat er nicht Minus, also ist quasi neutral, das heißt, er kann dann auch gut Leute zum Beispiel beim Reparieren abbrechen, auch aus der Entfernung. Das ist echt nicht schlecht. Also ich finde, Part 2 Jason ist ein guter Jason, beziehungsweise ich finde, der kommt in Nice rein. Ist jetzt nicht einer der besten, würde ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall bessere. Aber er ist auf jeden Fall echt gut. Und macht Spaß zu spielen. Als nächstes haben wir Teil 3. Das ist ja von vielen... War er ja mal so der Fan-Favorite, kann man sagen. Also sehr viele haben den gerne gespielt. Ich jetzt nicht so sehr. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist ein sehr guter Jason. Der kann sehr viel. Dadurch, dass der einmal Laufen Plus hat, Waffenstärke, gut, Griffstärke ist jetzt eigentlich eher scheiße, aber Waffenstärke ist schon mal gut so zum Angriff, kann laufen, ist gut zum Verfolgen, plus er hat ja auch noch, oder was heißt plus, aber hier Shift ist noch neutral, das bedeutet quasi, der ist jetzt nicht ultra langsam, aber auch nicht ultra schnell, aber er kann sehr gut Leute verfolgen, das finde ich sehr gut. Und was auch echt wichtig ist, was jetzt hier halt nicht dasteht, Wurfmesser und Fallen sind beide neutral, das heißt halt von beiden, zwar jetzt nicht ultra viele, aber auch nicht ultra wenige. So, wenn du jetzt zum Beispiel Wurfmesser Minus hast, dann startest du mit 0, dann kriegst du quasi nur diese 2 am Anfang im Haus und das war's. Mehr hast du erstmal nicht, also du hast voll wenig. Und Fallen, wenn du Minus hast, hast du halt auch nur 3 am Anfang. Das ist halt, du kannst theoretisch so eine Falle bei jedem Objective halt platzieren, aber wenn die mal ausgelöst ist, dann hast du halt quasi keinen richtigen Blick mehr darauf, ob da jetzt Leute irgendwie was reparieren. Das heißt, es ist sehr schlecht. Mit 5 Fallen hast du auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, besser zu verteidigen. Und ich finde, dass Teil 3 Jason auf jeden Fall ein Jason ist, der sehr gut angreifen kann oder beziehungsweise gut Druck machen kann, aber auch gleichzeitig echt gut verteidigen kann. Und hier seine Nachteile mit Stalken Minus ist halt komplett egal. Das ist eigentlich, also, ist jetzt nicht so schlimm. Aufspiel Minus ist jetzt auch nicht so schlimm, weil du findest eigentlich immer deine Ziele so irgendwann. Also, ich glaube, es passiert super selten, dass du jetzt ein Ziel nicht findest und der deswegen überlegt, weil du den halt nicht findest. Also, es kann eigentlich nicht passieren. Und Widerstand gegen Betäuben gut, das kann nervig sein, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Also, ich finde, er hat auf jeden Fall deutlich mehr Vorteile als Nachteile so. Also, jetzt insgesamt zusammengesetzt, auch mit den Sachen, die jetzt nicht dastehen. Gut, Griffstärke, wie gesagt, ist eigentlich das Schlechteste, was du haben kannst, weil in den meisten Fällen, jetzt nur so als Beispiel, wenn du jemanden packst, dann gibt es eigentlich so 3 Situationen, die passieren. Situation 1, der Survivor hat ein Messer, kommt direkt raus, bringt dir die Griffstärke gar nichts. Situation 2, Mates sind in der Nähe und hauen dich direkt runter oder hauen ihn halt direkt wieder, also ne, hauen die halt einen in die Fresse und er kommt direkt wieder raus und so schnell kannst du kannst quasi gar nicht reagieren, der ist schon wieder draußen, du hast quasi keine Chance. Da bringt dir auch Griffstärke nichts, also du hältst da nicht irgendwie einen Stun oder so aus. Das wär irgendwie cool, aber das ist in dem Fall eben überhaupt nicht. Und Situation Nummer 3, du packst ein und du drückst halt direkt auf den Finisher-Knopf und lässt direkt weg und da bringt dir halt die Griffstärke auch nicht so. Also, ja, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich Situationen, da bringt dir die Griffstärke vielleicht etwas, aber ich sag, in den meisten Fällen ist es halt komplett useless so. Auch wenn du, sag ich mal, ihn tötest. Erfolgreich. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, Part 3 ist auf jeden Fall einer der besten Jasons. Also wenn ihr neu seid und das Spiel kennenlernen wollt oder müsst noch, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Part 3. Der ist ein sehr guter Allrounder. Der kann alles gut eigentlich. Und ja, macht auch eigentlich Spaß zu spielen. Obwohl ich ihn jetzt nicht so oft gespielt habe und auch lieber andere Spiele, sage ich mal. Aber er ist auf jeden Fall, ist kein schlechter Jason. Okay, Part 4 Jason. Da streiten sich die Meinungen tatsächlich schon ein bisschen sehr. Es gibt Leute, die finden den Jason sehr gut. Es gibt Leute, die finden den Jason sehr schlecht tatsächlich. Ich finde,
Der Jason hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass der ultra schlecht oder ultra gut ist. Seine Vorteile sind halt, er ist sehr, sehr aggressiv. Der hat Zerstörung plus. Damit kann er Türen, also wenn jetzt eine Tür zugeschlossen, verbarrikadiert ist, dann braucht man normalerweise, wenn man keine Zerstörung plus hat, braucht man 5 Schläge. Mit Zerstörung nur noch 3. Das heißt, du kannst viel besser Druck aufbauen. Die Leute können nicht mehr so schnell im Haus irgendwie regenerieren oder so. Du kommst leichter, schneller rein. Du kannst vieles auf jeden Fall damit machen. Und bei Wände ja auch tatsächlich. Waffenstärke plus auch sehr gut. Machst mehr Schaden. Und kann laufen. Du kannst die Leute halt gut verfolgen. Der Nachteil aber hier ist, verteidigen ist der super Arsch. Wurfmesser ist neutral, was okay ist. Fallen minus, das ist halt, ja, habe ich ja schon mal erwähnt. Da hat er halt nur 3 Fallen zum Anfang an. Das ist halt leider schwierig dann. Es ist nicht unmöglich, da eine Runde zu gewinnen, aber es macht es auf jeden Fall nicht leichter. Und Verlagern minus, das ist auch sehr, sehr schlecht eigentlich. Weil meiner Meinung nach das Wichtigste bei den Stärken oder das Schlechteste, was sein kann bei den Schwächen, ist Verlagern. Mit Verlagern gewinnst du deine Runden in Freitag der 13., finde ich. Du kannst damit so viel machen. Du kannst die Leute mehr chasen, die müssen mehr rennen und alles, weil du die Fähigkeit schneller abbekommst und du kannst auch eine größere Distanz hinlegen. Du kommst schneller zu deinen Zielen quasi hin. Du kannst das Auto besser verfolgen, wenn es von dir wegfährt. Also Verlagern ist wirklich das Wichtigste eigentlich, wo es in dem Spiel drum geht. Und wenn du Verlagern minus hast, dann hast du einmal halt weniger, mehr Cooldown, meine ich. Also die Fähigkeit braucht länger, damit du sie wieder zünden kannst. Und du bist im Shift auch nochmal langsamer. Das heißt, du kannst so eine kürzere Distanz zurücklegen und du kommst auch deutlich langsamer zu deinem Ziel. Das ist halt sehr, sehr schlecht. Deswegen wäre Verlagern neutral gewesen, hätte ich gesagt, das ist auch einer der besten Jasons. Zu 100%. Das mit den Fallen minus ist schwierig dann, aber alles andere ist halt super, super stark. So. Super, super stark. Aber Verlager minus, finde ich, das macht es deutlich schwieriger. Er ist ein sehr, sehr guter Jason, finde ich. Es ist immer noch ein sehr, sehr guter Jason. Aber ich finde, er ist nicht einer der besten Jasons. Ich würde sogar sagen, er ist schlechter als Part 2, da er, wie gesagt, halt echt schwer Sachen verteidigen kann. Du musst halt in dem Spiel auch wirklich deine Objectives verteidigen. Gut, wenn die Leute jetzt der Meinung sind, ey, lass mal Jason ein bisschen kaputt schlagen, dann ist es natürlich gut für dich, dann musst du nichts verteidigen, dann musst du eigentlich nur dich selber verteidigen und dann ist er wieder halt besser, klar. Aber wenn wir jetzt mal von einer normalen Runde ausgehen, wo die Leute auch wirklich ihre Objectives machen und versuchen abzuhauen, dann wirst du halt mit Sicherheit auch ein paar Probleme haben, weil du einfach nicht gut verteidigen kannst und hinterherkommst. Aber ja, wie gesagt, wenn du eine Person irgendwie chasen willst, dann ist der sehr, sehr gut. Okay, als nächstes haben wir Dream Jason. Der ist ja im offiziellen Spiel, meine ich, nicht drin gewesen. Der ist jetzt, glaube ich, nur mit diesen ganzen Mods dabei. Und Dream Jason ist, ja, ich würde sagen, der ist nicht schlecht. Ist aber auch wieder nicht so gut tatsächlich. Waffenstärke ist schon mal gut. Dann hat er ein bisschen mehr, um anzugreifen. Dass er Griffstärke minus hat, finde ich sehr gut. Das ist quasi so ein Free-Slot, so mehr oder weniger. Also quasi eine Schwäche weniger, kann man sagen. Das ist schon nicht schlecht. Weniger Trefferpunkte ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil, ja, in den seltensten Fällen stirbst du halt eigentlich als Jason. Gut, wenn es mal passiert, dann passiert es halt mal so, aber ja, in den meisten Fällen ist es, glaube ich, echt sowas von egal. Kann nicht laufen, ist natürlich ein bisschen doof. Dafür Shift neutral gut. Es macht sich so ein bisschen wieder, ist wieder okay, aber ist jetzt halt auch nicht so gut zum Hinterherverfolgen. Dafür ist Morphen im Plus und Fallen und Wurfmesser sind neutral. Das heißt, Verteidigen ist in dem Fall auch wieder so eine Sache. Also kann er eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Meiner Meinung nach ist, glaube ich, Dream Jason ist wahrscheinlich auch so Kategorie nice, aber wahrscheinlich eher so hinten. Also ich würde sagen, er ist schlechter als Part 4 auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem sagen, das ist kein schlechter Jason. Ja. Okay, als nächstes haben wir Teil 5, beziehungsweise Part 5 Jason. Und da bin ich ehrlich, ich persönlich mag den nicht so sehr. Ich mag den irgendwie nicht, ich weiß nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Film liegt, weil ich finde Teil 5, der Film, der war nicht so gut. Der war echt nicht gut. Ich fand den ziemlich schlecht eigentlich sogar. Und ich finde auch den Jason hier im Spiel auch nicht so gut eigentlich. Beziehungsweise er ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich mag ihn einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich mag ihn einfach nicht. Dabei sind seine Stats eigentlich nicht so schlecht.
Wurfmesser Plus ist geil, kannst halt gut auf Distanz halt Schaden machen und auch verteidigen. Kann laufen, gut, kommst gut hinterher. Stalken Plus braucht man jetzt nicht unbedingt, ist eigentlich, ja, ist ein bisschen verschwendet so. Shift ist neutral, ist auch okay. Kannst auf jeden Fall deine Ziele gut verfolgen, so, keine Frage. Fallen ist auch neutral, heißt, du kannst gut verteidigen. Was aber sehr, sehr schlecht ist, was ich überhaupt nicht mag, ist, er hat Verteidigung minus und Widerstand gegen Betäubung minus. Es ist quasi, beides ist quasi grob zusammengefasst. Er ist leichter zu stunnen. Viel, viel leichter kann man ihn stunnen. Und das ist halt, das ist nicht gut. Also gegen eine Gruppe sieht der halt ultra alt aus. Oder gegen einen guten Spieler, der gut seine Hits macht, dann, der wird halt wahrscheinlich bei fast jedem Hit, wird der halt gestunt. Egal, ob es ein Baseballschläger ist, ob es ein Rohr ist, eine Rohrzange, ob es auch nur ein Topf ist oder so. Ich sag, der wird wahrscheinlich, oder eine Axt oder Machete. Gut, Machete vielleicht eher weniger, aber der ist halt ultra leicht zu stunnen und das kann halt sehr, sehr nerven. Ansonsten ist er nicht schlecht. Deswegen würde ich sagen, der Jason das ist der erste okay Jason. Es gibt wahrscheinlich andere, die sagen, ey, der ist eigentlich voll gut so. Aber ich finde, dadurch, dass der halt leicht sich betäuben lässt, finde ich das jetzt nicht mehr so geil. Ansonsten ist er halt schon echt nicht verkehrt. Ist eigentlich ähnlich wie Part 2, kann man schon fast sagen. Aber ich finde, er ist dann doch schon deutlich schlechter als Part 2. Also, wenn ihr jetzt jemanden spielen wollt, der auf Verteidigung geht, dann lieber Part 2 als Part 5, finde ich. Als nächstes kommt Part 6 und da kann ich sagen, das ist tatsächlich einer meiner Favoriten. Ich mag Part 6 Jason sehr. Schon allein, dass der Film war einmal cool, aber das tut ja hier erstmal nichts zur Sache. Aber ich finde auch seine Vorteile und Nachteile und neutrale Sachen eigentlich alle zusammen ziemlich gut. Wurfmesser ist Plus und Fallen ist neutral, das heißt, er kann schon mal gut verteidigen, das ist ein guter Ansatz. Verlagern Plus, das ist sehr, sehr, sehr geil. Das ist, wie gesagt, für mich das Wichtigste. Heißt, der kann gut verfolgen, der kann quasi gut angreifen. Gut, mit Waffenstärke ist natürlich noch mal ein bisschen besser, aber Verlagern, finde ich, ist wichtiger als Waffenstärke, weil mit Verlagern kommst du halt erstmal zu deinem Ziel, mit Stärke machst du halt einfach nur mehr Schaden, so. Was aber auch nicht schlecht ist, klar, keine Frage. Nachteil, Morphen Minus, kann nervig sein, muss es aber nicht. Es muss nicht. Es kann nervig sein, aber es muss nicht. Und Aufspüren Plus ist auch cool. Es ist zwar jetzt nicht so unbedingt wichtig, aber ich finde, das ist nochmal... Du kannst halt nochmal ein bisschen leichter deine Ziele halt finden. Das, ja, braucht man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt oft so. In den meisten Fällen siehst du halt die, sag ich mal, in einem Haus und dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig, klar. Aber, also ich finde, es kann sein, dass andere komplett anderer Meinung sind, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr geiler Jason. Du kannst damit sehr gut defensiv arbeiten, aber auch offensiv mit Verlagern. Und deswegen finde ich, ist das der nächste Jason, der in The Best kommt. Er ist aber nicht besser als Part 3. Part 3 ist nochmal, finde ich, so im Groben und Ganzen so der bessere Allrounder auf jeden Fall. Und Part 6 kann halt, ich würde sagen, besser verteidigen, aber nicht besser angreifen, so, ja. Aber der macht, finde ich, ultra viel Spaß. Mit Wurfmesser, Aufspüren, Verlagern, das macht ultra viel Spaß. Spiele ich super, super gerne. Als nächstes Part 7 und das wird halt der erste Jason sein, der eher als schlechter Jason wahrgenommen wird, was auch komplett verständlich ist, weil seine Vorteile mit Wassergeschwindigkeit macht es ihn, sag ich mal, nicht leichter, gut auszusehen. Weil Wassergeschwindigkeit bringt halt wirklich nur was auf großen Maps. Wenn du da halt ein Boot hast und das verfolgen willst, dann kannst du halt mit dem Wasser-Jason das Boot leichter bekommen, aber ansonsten bringt dir diese Fähigkeit halt gar nichts so, also wirklich überhaupt nichts. Waffenstärke Plus ist gut, ja. Rage Plus kann auch gut sein. Dafür ist halt, kann er nicht laufen. Widerstand gegen Betäubung ist auch schlechter und Fallminus ist auch schlechter. Gut, Shift und Wurfmesser sind neutral. So im Ganzen ist das halt aber leider auch nicht so gut. So verteidigen ist halt eher schlecht mit ihm, da er nicht laufen kann und weniger Fallen hat. Mit Wurfmessern kann er ein bisschen was machen, aber das war es eigentlich auch schon. Also Part 7 ist leider echt nicht so gut. Ich glaube, das Beste, was dir als Part 7 Jason passieren kann, ist, wenn du auf eine Gruppe kommst, die halt meint, okay, lass mal Jason zusammenschlagen. Also wenn die sich so halt häufen, also so im Rudel auf dich zukommen und dich nur schlagen wollen, dann ist der wahrscheinlich jetzt nicht so schlecht. Es gibt zwar auch bessere, klar, keine Frage, aber ich glaube, das ist so eigentlich die beste Situation für ihn, weil, ja,
wenn die halt bei dir sind und keine Objectives machen, dann können die Fallen auch eigentlich egal sein, weil die dann eh nicht ausgelöst werden, so ein auf denen, ne? Und mit Waffenstärke und Rage bekommst du natürlich schnell ein Rage, machst dann nochmal noch mehr Schaden im Rage-Mode. Also, ja, wie gesagt, das Beste, was dir wirklich mit dem passieren kann, ist, dass du entweder vielleicht eine Wassermap bekommst, was aber ultra selten der Fall ist, weil die kleineren Maps sind eigentlich besser. Und ja, oder du kriegst halt Spieler, die ein bisschen blöd sind und nicht aufs Abhauen gehen wollen, sondern eher aufs Jason töten. Dann ist der vielleicht auch ein bisschen besser. Aber insgesamt ist er halt, würde ich sagen, eher schlechter. Und ich würde einen anderen Jason mehr empfehlen. Gut, kommen wir zu Jason Teil 8. Und das finde ich, den Skin, den ich hier ausgewählt habe, ist, finde ich, meiner Meinung nach der beste Skin im Spiel. Ich finde, der sieht ultra geil aus. Aber Skins sind erstmal egal. Denn wir interessieren uns hier nur für die Stärken, Schwächen und neutralen Fähigkeiten, sag ich mal. Er hat auch wie Jason Teil 7 eine Wassergeschwindigkeit im Plus, also ist quasi auch ein Wasser-Jason, was ich natürlich in erster Linie nicht so gut finde, weil Problem habe ich ja gerade schon genannt. Zerstörung Plus ist aber nochmal deutlich besser als Rage und Waffenstärke meiner Meinung nach, weil das hast du von Anfang an, das heißt, du kannst von Anfang an gut Druck machen gegen deine Gegner. Stalken Plus ist natürlich auch wieder nicht so geil, aber Shift ist im Neutralen zum Glück und gut, er kann nicht laufen. Dafür aber Griffstärke Minus und Aufspielen auch Minus, was beides eigentlich okay ist. Beides brauchst du nicht so dringend. Also Aufspielen, klar, ist natürlich gut wichtig, um deine Ziele zu finden, aber ich sag auch mit Minus, du findest die früher oder später irgendwann. Das ist also, du findest die auf jeden Fall. Und ansonsten sind Fallen und Wurfmesser beide neutral, was ich ultra gut finde. Ultra gut. Das heißt, mit ihm, gut, er ist nicht der beste Verteidiger, er ist vielleicht auch nicht der beste Angreifer, aber ich würde sagen, so im Groben und Ganzen, der ist in Ordnung, der ist komplett okay. Ich würde sagen, das ist okay. Du kannst beides gut, kannst beides okay machen. Du hast jetzt nicht eine Vorliebe oder eine Ultra-Stärke mit ihm, aber du kannst mit ihm auf jeden Fall gut spielen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass der ein sehr guter Jason ist. Ich würde eher sagen, der ist okayer Jason, aber er ist weit vorne bei okay, würde ich sagen. Ja. Als nächstes Teil 9 und Teil 9 fällt mir etwas schwer, da ich eigentlich den Teil 9 Jason mag, also nicht aus dem Film, aber im Spiel, weil er hat, wie man schon sehen kann, auch Verlagern Plus, das finde ich sehr gut. Widerstand gegen Betäuben, da kann ich immer nicht so gut, ich kann das nicht so gut einschätzen, ob das jetzt wirklich so viel bringt. Also nur um es kurz zu erklären, die Dauer und die Chance, dass du betäubt wirst, wird verringert, aber wie sehr, also zu wie viel Prozent oder wie die Wahrscheinlichkeit und alles ist, das weiß man halt nicht. Also man kann es halt nur spekulieren oder einschätzen und so. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Aber verlagern ist, wie gesagt, immer gut. So gut fallen. Minus ist sehr schlecht. Das ist nicht so geil. Dafür sind die Wurfmesser nochmal neutral. Weniger Trefferpunkte ist eigentlich egal. Gut, Stalken und Plus ist halt auch wieder nicht so gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Jason ist. Ich würde jetzt eher sagen, das ist ein neutraler Jason. Er ist okay. Er ist zwar schlechter als Part 5, weil, ja, gefühlt sein einziger Vorteil ist halt wirklich nur, er kann verlagern. Damit kann man vielleicht ein bisschen was machen. Für erfahrenere Spieler ist wahrscheinlich das jetzt nicht so ein großes Problem. Man kann mit dem viel machen. Das sind die Fallen im Minus vielleicht jetzt nicht so ein großes Problem. Für Neuere ist der, würde ich sagen, nicht so empfehlenswert. Aber ja, ich finde, wie gesagt, also ich mag den eigentlich echt gerne. Mir macht er sehr viel Spaß. Wahrscheinlich halt wirklich nur wegen dem Verlagern Plus und Widerstand gegen Betäuben Plus tatsächlich. Weil, keine Ahnung, ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht. Es ist einfach so. Ihr könnt ja anderer Meinung sein. Vielleicht ist er eher für euch eher so ein Mäh und nicht so ein gut oder ein okay. Aber ich finde, er ist noch okay. Es geht noch schlechter auf jeden Fall. Als nächstes haben wir den Pre-Uber Jason, also quasi aus Jason X, bevor er zum Cyborg wird, war er noch quasi ein Mensch. Quasi. Und genau, da gibt es dann quasi 2 Jason zu einem Filmteil. Und das ist, ja, wie gesagt, der, bevor er zum Cyborg wurde. Und den mag ich nicht so sehr. Ich weiß nicht, irgendwie, also Widerstand gegen Betäuben, ja, gefühlt ist das so der einzige Vorteil, den er so richtig hat. Er kann ein bisschen okay verteidigen, hat Wurfmesser und Fallen auf neutral. Shift ist auch neutral, aber gefühlt so eine richtige Stärke hat er nicht. Der hat eigentlich gar nichts Offensives, also wirklich offensiv ist bei ihm tot. Der hat eigentlich nur so defensiven Scheiß und das ist halt auch nicht so übertrieben gut. Also der will so sein wie Part 2 Jason oder Part 6, aber ist es halt nur so halb gefühlt. Ich weiß nicht. Also ich mag ihn nicht so sehr.
Ich würde eher sagen, das ist ein Jason, der ist auch so in der Kategorie okay. Ich würde sogar sagen, er ist noch schlechter als Part 9. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der so ein Meh ist. Also, ich mag ihn nicht so sehr. Andere mögen ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, aber mein Jason ist es nicht. Als nächstes haben wir aber wieder einen guten Jason. Wir haben Jason X. Gut, hier heißt er einfach nur Uber Jason, nicht P-Uber Jason. Aber das ist quasi der Cyborg Jason aus Jason X. Und den mag ich sehr. Waffenstärke plus, Verteidigung plus und Rage plus ist nicht schlecht. Dann noch Shift im Neutralen und Wurfmesser und Fallen sind auch neutral. Das heißt, Defensive ist okay und offensiv ist er auch eigentlich ziemlich gut so. Wenn der halt gegen Gruppen kämpft, ultra stark. Wenn er gegen Einzel kämpft, gut, okay, aber ist trotzdem auch nicht schlecht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Jason tatsächlich. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Jason. Mit dem kannst du gut... Ja, kannst eigentlich schon gut Druck aufbauen, ja. Gut, du bist halt vielleicht ein bisschen langsam unterwegs. Shift neutral ist okay nur, aber ich finde, offensiv ist der gut und theoretisch verteidigen geht eigentlich auch mit dem gut tatsächlich. Für mich ist das auch ein Fall das ist ein nicer Jason tatsächlich. Den kann man auf jeden Fall ein bisschen zocken. Als nächstes haben wir den Freddy vs. Jason. Und der ist ähnlich wie Jason X, bloß dass der anstatt Rage Zerstörung hat und anstatt Verteidigung hat der mehr Hitpoints und anstatt, was war das nochmal? War das Morphen? Ich glaube ja, ne? Warte mal. Ja genau, anstatt Morphen hat der Minusfallen. Das finde ich etwas schlechter, weil Fallen sind schon ziemlich wichtig, weil die sind ja wirklich komplett limitiert. Du kannst keine mehr irgendwie im Wald oder so finden oder irgendwie Craft oder so ein Scheiß, sondern du hast ja wirklich nur von Anfang an die Anzahl und das war's und die musst du dann halt gut platzieren, sonst hast du halt ein Problem. Und ja, aber insgesamt finde ich Freddy vs. Jason gar nicht mal so schlecht. Zerstörung und Waffenstärke ist gut, mehr Hitpoints brauchst du eigentlich nicht, dafür aber kann ich laufen, ist halt auch nicht so gut, aber Wasserstärke minus ist okay, das ist sogar gut eigentlich. Shift ist auch neutral und Wurfmesser ist auch neutral. So im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist auch eigentlich ein ziemlich nicer Jason so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er besser ist als Jason X, also ich würde dann eher so für Jason X plädieren, sagt man das so? Ich glaube schon. Ich würde aber trotzdem sagen, er ist nicht schlecht. Ich würde ihn wahrscheinlich vor oder nach Part 4. Das ist schwierig. Ja, eigentlich, ich glaube, der ist ein bisschen besser. Ich würde sagen, der ist ein bisschen besser als Part 4. Weil Part 4 hat er nochmal, der kann zwar laufen, aber hat Shift minus. Dafür hat er eher quasi Shift neutral und Laufen minus. Ich glaube, das ist so insgesamt nochmal ein bisschen besser tatsächlich. Deswegen sage ich, der kommt vor Part 4. Als nächstes kommt der Reboot Jason. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine kleine Überraschung, weil bevor ich das Video jetzt hier aufgenommen habe, habe ich nochmal so kurz so alle Jason angeguckt und so mal überlegt, so wie gut sind die wirklich. Und ich muss sagen, also ich habe Reboot Jason jetzt eigentlich so als okay bis nice Jason wahrgenommen, aber ich muss echt sagen, der ist eigentlich ultra stark. Der ist wirklich ultra gut. So, kann laufen, ist gut. Shift, neutral, auch gut. Ist sogar eigentlich sehr, sehr stark. Du kannst gut Pressure machen auf jeden Fall. Fallen im Plus, du hast eine gute Verteidigung. Wurfmesser, neutral, du hast wirklich eine sehr gute Verteidigung. Rage im Plus ist auch gut, falls sie dich halt schlagen wollen, kommst du schneller in Rage, hast dann mehr Speed und mehr Schaden, ist geil, ist alles gut, hast auch die Fähigkeiten wieder schneller ab, heißt du kannst wieder schneller shiften. Als Nachteil hast du Wassergeschwindigkeit, Aufspüren im Minus, was eigentlich gut für dich ist, weil es ist beides jetzt nicht so wichtig und Widerstand gegen Betäuben kann ein bisschen nervig sein, ist aber jetzt auch nicht so schlimm tatsächlich. Also so im Insgesamten ist das ein ultra guter Jason eigentlich. Der hat gute Vorteile, hat quasi gute Nachteile, also hat jetzt nicht so schlimme Nachteile. Und neutral ist auch gut. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Jason. Und wahrscheinlich werden mich Leute dafür hassen, weil die anderer Meinung sind. Aber ich sag, der ist sogar besser als Part 3. Ich finde, der ist besser als Part 3. Der Nachteil bei Part 3 ist halt einfach, dass er Griffstärke hat, was halt wirklich überhaupt nichts bringt. Das ist halt quasi so ein Vorteil, der quasi dir nichts bringt. Also quasi anstatt 3 nur 2 Vorteile so quasi. Und er hat halt von Anfang an direkt 3. Also, ja, wie gesagt, andere sind wahrscheinlich anderer Meinung. Ich sag, das ist ein richtig, richtig guter Jason und ist sogar vor Part 3. Aber ob es der beste Jason ist, das dauert noch ein bisschen. Aber gut, machen wir mal weiter mit Mortal Kombat X Jason. Und da kann ich schon direkt sagen, das ist nicht der beste Jason. Nein, das ist eher einer der schlechteren Jason. Ich mag den überhaupt nicht.
Die Gründe dafür sind ganz klar, Fallen-Minus und Wurfmesser-Minus, das ist halt sehr, sehr schlecht. Es ist ein sehr, sehr schlechter Jason zum Verteidigen. Und offensiv finde ich ihn auch noch nicht mal so gut. Gut, kann laufen, ist gut. Rage und quasi die aktive Rage, den du ja nochmal drücken musst, damit du nicht mehr gestunt werden kannst und noch ein bisschen schneller bist und noch ein bisschen mehr Schaden machst. Ja, ist ganz okay. Und man denkt wahrscheinlich so auf Papier, wenn man jetzt nicht so ganz drüber nachdenkt, ist eigentlich nicht schlecht. Vor allem, weil halt auch die Wassergeschwindigkeit minus ist, das ist dann auch egal. Shift ist dann auch wieder neutral, ist auch okay. Aber wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, das ist ein Jason, der halt quasi so all-in geht auf offensiv. Defensiv kann der halt gar nichts. Mit Fallen minus, der hat nur 3 Fallen von Anfang an und 0 bzw. 2 Wurfmesser von Anfang an in dem Haus, wenn er die halt mitnimmt. Also der Jason ist halt wirklich nur darauf ausgelehnt, er läuft den Leuten hinterher und versucht einen nach dem anderen wegzuschlagen. Und wenn er dann Rage ist, dann kann er halt nochmal ein bisschen mehr Stress machen. So. Aber ansonsten ist der Jason halt echt schlecht. Wenn du jetzt ein Team hast, was ein bisschen Brain hat und von Anfang an halt sieht, okay, das ist Jason X oder okay, lass abhauen, lass lieber schnell irgendwie die Sachen zusammenfinden und zusammenbauen. Und wenn du dann halt Pech hast und die Survivor dann irgendwie direkt zum Beispiel die Sicherung einbauen und Polizei rufen oder das Auto schnell zusammenbauen oder das Boot schnell zusammenbauen. Es kann ja passieren, dass Leute halt direkt neben zum Beispiel den Benzin spawnen oder sowas. Oder dass die Leute sich halt gut finden, weil die halt die Sachen halt direkt haben und zusammenbauen wollen. Dann siehst du als Jason oder als Mortal Kombat X Jason, siehst du einfach richtig alt aus. Weil du kommst nicht in den Rage und das bringt dir gar nichts. Weil halt wirklich im Early- und Mid-Game hast du halt als Vorteil nur, du kannst laufen. Rage und Rage Plus oder Endure, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist ja wirklich nur für Late Game, wenn du dann im Rage bist. Gut, mit Rage kommst du schnell an Rage ran, klar, aber im Early Game siehst du halt ultra schlecht aus. Du kannst nur laufen, hast weniger Waffen, weniger Fallen, hast weniger Wurfmesser. Du hast nur, kann laufen und Shift neutral. Mehr hast du nicht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schlechter Jason leider. Es ist wirklich ein sehr, sehr schlechter Jason. Für mich ist es auch ein bisschen schwierig, ob ich jetzt sage, also er ist auf jeden Fall in der Mehrkategorie, aber ich weiß nicht so ganz genau, ob er schlechter oder besser als Part 7 Jason ist, tatsächlich. Ich würde sagen, es kommt halt auf die Situation drauf an. Im Late Game gut, dann ist natürlich Mortal Kombat X Jason deutlich, deutlich besser, klar. Aber im Early Game hat halt Part 7 Jason eigentlich mehr zu bieten. Ich würde sagen, der ist schlechter. Ja, ich sag, der ist sogar schlechter als Part 7 Jason. Also, ich mag ihn nicht so sehr. Er sieht zwar cool aus so, aber ich finde ihn nicht so gut. Als nächstes haben wir den 2017er Jason. Das ist, glaube ich, aus einem Film oder aus der Serie. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es leider nicht sagen. Auf jeden Fall halt 2017 Jason, so heißt der. Habe ich noch nicht so oft gespielt, aber ist eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Gut, die Vorteile sind natürlich auch wieder nicht die besten. Stalken plus, Verteidigung plus, Morphen plus. Es ist, weiß ich jetzt nicht. Kann laufen im Minus, Aufspüren im Minus ist, okay. Und dann dieser Rage plus im Minus, ja, okay. Im Late Game ist es natürlich nervig, im Early Game dann nicht so schlimm. Vorteil natürlich wieder, oder als neutral ist natürlich wieder Wurfmesser, Fallen und Shift. Das ist insgesamt okay, damit lässt sich arbeiten. Insgesamt würde ich sagen, der Jason ist okay, ist jetzt nicht ultra gut. Man kann aber Sachen damit machen. Ist wahrscheinlich, nee, ich würde sagen, ich mag Part 9 mehr. Ich mag einfach Part 9 mehr, würde ich sagen. Aber 2017er Jason ist auf jeden Fall, ist okay im Verteidigen. Offensiv ist er halt nicht so gut. Dafür kann er halt okay verteidigen, ja. Als nächstes haben wir den, meiner Meinung nach, besten Jason. Also, ich kann ihn schon mal dahin machen. Es ist der beste Jason. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Oder ist einfach dumm oder beides, keine Ahnung. Aber wirklich, wenn man Savini Jason mal gespielt hat, dann weiß man, wie stark der ist. Und auf Papier kann man es eigentlich auch schon wissen, wenn man sich das mal anguckt. Verlagern, Waffenstärke und Zerstörung im Plus. Beste Leben. Das sind die besten Sachen, die du für Stärke eigentlich haben kannst. So in diesem Paket quasi, in so einer Kombination. Du kannst sehr gut die Leute verfolgen mit Verlagern. Waffenstärke, wenn die in der Gruppe sind, haust du alle kaputt. Zerstören, du kommst leichter in die Gebäude rein. Kannst die ganze Zeit Druck mit dem aufbauen. Du kannst meiner Meinung nach am besten Druck auf die Spieler aufbauen mit diesem Jason. Du kannst die ganze Zeit gut verfolgen. Das ist ein sehr, sehr guter Jason. Und als Nachteil auch ultra stark. Wassergeschwindigkeit im Minus, scheißegal. Griffstärke im Minus, vielen Dank. Besser kann es eigentlich nicht sein. Gut, kann nicht laufen.
Ist aber in den meisten Fällen immer so, dass wenn du Plus Verlagern hast, hast du halt auch wahrscheinlich Minus im Laufen so. Mit Verlagern Plus, du kriegst das Ding viel schneller ab, dann ist das scheißegal, dass du ein bisschen langsamer bist. Und dann im Late Game, wenn du Rage hast, dann geht das Ding die ganze Zeit ab. Du kannst die ganze Zeit, zack, hinterher. Die ganze Zeit, kein Problem. Und neutral, auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Wurfmesser und Fallen neutral. Das heißt, du hast eine gute Verteidigung, nicht die beste, aber eine gute Verteidigung. Dann noch mit Verlagern ist die Verteidigung nochmal besser. Und vor allem der Angriff ist auch insane stark. Es ist der beste Angriff und die beste Verteidigung in einem Jason-Paket zusammen quasi, kann man so sagen. Also wie gesagt, für mich ganz klar Platz 1, da wird auch keiner mehr davor kommen. Es sind auch nicht mehr so viele, aber das ist zu 100% der beste Jason. Und wie gesagt, jeder, der was anderes sagt, hat den noch nicht gespielt, hat nicht gegen ihn gespielt, hat einfach keine Ahnung von dem Spiel. Punkt. Mehr gibt es da nichts dazu zu sagen. Okay, der nächste Jason ist der Ghost Jason und das ist auch kein schlechter Jason. Der macht auch eigentlich echt gut Spaß. Morphen Plus ist natürlich nicht so geil. Gut mit der Kombination mit Wurfmesser im Plus und Fallen neutral. Kann man vielleicht ein bisschen was machen. Aber Morphen Plus soll jetzt hier nicht das Thema sein. Zerstörung Plus ist sehr, sehr geil. Wurfmesser Plus auch sehr, sehr gut. Griffstärke Minus ultra gut. Shift neutral, sehr gut, wie schon erwähnt, Fallen neutral, auch sehr gut. Einziger Nachteil ist halt gut, kann nicht laufen und hat dafür nur Shift neutral, ist ein bisschen doof. Und Widerstand gegen Betäubung gut. Wie gesagt, da weiß ich halt nicht, wie krass das ist. Aber so insgesamt, durch Zerstörung, Wurfmesser, Griffstärke minus, Shift normal und Fallen normal. Übelst guter Jason, übelst solider, guter Jason. Kann ich nur empfehlen. Meiner Meinung nach einer der eher besseren Jasons, nicht bei The Best, dafür würde ich sagen, ist er noch ein bisschen zu schlecht, aber so insgesamt ein sehr, sehr guter Jason und deswegen auch auf dem zweiten Platz bei Nice. Als nächstes haben wir den McDonald's Jason und den Jason mag ich überhaupt nicht, weil seine Vorteile sind, dass er Verteidigung und mehr Hitpoints plus hat, das heißt, er hat einmal mehr Leben und er kann weniger gestunt werden und kriegt weniger Schaden. Und er hat Morphen Plus. Also sein einziger richtiger Vorteil ist, er hält mehr aus und kann sich besser TPen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Weiß ich ehrlich gesagt echt nicht, ob das so gut ist. Weil offensiv hat er eigentlich gar nichts drauf. Er hat Rage im Minus, das heißt, es dauert länger, bis der Scheiß da ist. Er hat Wurfmesser im Minus, das heißt, er hat keine zu Anfang an, hat halt nur die 2 im Haus. Das war's. Gut, Fallen ist neutral und Shift ist auch neutral. Das ist irgendwo noch okay. Aber so insgesamt, also offensiv kann der ja gar nichts. Der kann einfach nur tanken. Er kann nur tanken. Es ist ähnlich wie bei Part 7 der Jason. Quasi, dass du hoffen musst, dass du gegen eine Gruppe Irrer spielst, die nur gegen dich kämpfen wollen. Dann hast du halt deine 2 Vorteile mit, dass du mehr aushältst und stun-resistenter bist. Aber das war's dann halt auch schon. Sonst kann der halt leider nichts. Also, für mich ist das leider ganz klar der schlechteste Jason im Spiel gerade. Also der braucht, ich denke mal, schon ein Rebalance-Update. Keine Ahnung. Also da müsste man auf jeden Fall was ändern. Ich weiß nicht. Weil, dass du halt einfach der Tank quasi bist, bringt halt nicht so viel. Weil, wie gesagt, so oft stirbt man nicht als Jason in einer Runde. Es passiert nicht so oft tatsächlich. Es passiert vielleicht ein paar Mal, so klar, oder hin und wieder mal, aber jetzt nicht jede Runde oder so. Es gibt zwar vielleicht ein paar Psychopathen, die jede Runde versuchen, hier Jason zu töten, aber, also, wenn du, sag ich mal, ein solider Spieler bist, in den meisten Fällen sterben die einfach weg, weil die zu blöd dafür sind, weil die es nicht hinkriegen. Und dann sterben die so oder so. Also wenn dann die Frau mit Pulli stirbt oder der Tommy stirbt, dann ist eh vorbei. Dann können die eh nichts mehr machen. Das ist ja deren einziger Trumpf, den die haben. Wenn der weg ist, dann ist vorbei. Dann bringt der aber auch Verteidigung und more Hitpoints halt auch nicht mehr so viel, ne? Also, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ist es der schlechteste Jason. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, aber ich finde den nicht gut. Ich finde den absolut nicht gut. Ich kann ihn nicht empfehlen. Wenn ihr neuer Spieler seid, mal ihr diesen Jason spielt, andere Jasons, ihn auf jeden Fall nicht. Gut, kommen wir jetzt zum letzten Jason. Das ist der Nicotero Jason, keine Ahnung. Und der ist aber, ich würde sagen, das ist nochmal eigentlich ein ganz guter Jason für den Abschluss. Kann laufen, Morphen und Widerstand gegen Betäuben im Plus. Gut, kann laufen, ist gut. Dafür als Nachteil, finde ich, ich finde sogar seine Nachteile besser als seine Vorteile. Also im Sinne von, der hat jetzt nicht die schlechtesten Nachteile,
und das ist irgendwie besser als seine Stärken, die er hat, finde ich. Weil weniger Trefferpunkte ist nicht so wichtig. Griffstärke ist scheißegal und Wassergeschwindigkeit ist in den meisten Fällen auch komplett scheißegal. Also man kann quasi sagen, ihr könnt euch quasi Schwächen einfach ausblenden und halt nur sagen, okay, Stärken. Er kann laufen, also Laufen plus, Morphen plus, Widerstand gegen Betäuben plus, Shift ist neutral, Wurfmesser ist neutral und die Fallen sind neutral. Also gefühlt der Jason, ich würde nicht sagen, dass der super stark ist. Ich finde, er hat ein paar okay Vorteile. Also seine Vorteile sind, ich sag nicht ultra gut. Ich würde sagen so gut bis okay. Aber er hat keine Nachteile. Und das ist eigentlich das so richtig Starke, was ihn ausmacht, finde ich. Das ist echt gut. Das macht es aber, finde ich, ehrlich gesagt auch nicht so leicht, ihn jetzt einzuordnen, weil das hatten wir eigentlich noch nie. Wir hatten eigentlich immer so, okay, die haben einen Vorteil und einen Nachteil oder wir haben halt nur Vorteile so gehabt und das war gut. Dann sind die halt auch da oben. In dem Fall, also dass wir halt wirklich die Stärken sind eigentlich schlechter als die Schwächen, so mehr oder weniger. Ich glaube, ist er vor Jason X? Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Das ist wirklich ein sehr schwieriger Kandidat, finde ich. Das ist wirklich ein sehr schwieriger Kandidat. Ich glaube, ich würde sagen, weil es, glaube ich, am fairsten für ihn ist, der ist entweder ganz vorne bei Nice oder ganz hinten bei The Best tatsächlich. Das ist eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, ein guter Jason. Dadurch, dass der eigentlich wirklich nicht so richtig einen Nachteil hat, ist er halt schon ziemlich stark. Er hat zwar auch, wie gesagt, nicht so richtig die Vorteile. Wir können mal kurz überlegen. Offensiv ist er... Ja, nicht so. Ja, es geht. Offensiv würde ich sagen, ist okay. Verteidigung ist er dann doch ein bisschen besser. Gut. Okay, The Best ist er vielleicht nicht. Also in den Besten ist er wahrscheinlich nicht. Nee. Aber in Nice ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Aber besser als Jason X? Ja, doch. Ich mag Jason X halt auch sehr. Das ist schwierig. Ich glaube, hier ist es halt auch wieder situationsbedingt, ne? Ich meine, wenn du gegen eine Gruppe spielst, die halt auf Damage ausgehen, dann ist halt Jason X natürlich besser. Aber wenn du eine normale Runde hast, dann ist wahrscheinlich eher besser, oder? Oh, es ist echt schwierig. Ich glaube, ich würde sagen, er ist schlechter als Jason X. Ich würde sogar sagen, er ist schlechter als der Ghost Jason. Und, oh, es ist schwierig. Ich glaube, oh nee, da wollte ich nicht machen. Ich glaube, hinter Part 2 ist er ganz gut aufgehoben, weil, wie schon erwähnt, seine Vorteile sind eigentlich, dass er keine Nachteile hat. Aber so richtig gute Vorteile, dass der in irgendwas ultra gut ist, hat er halt leider nicht. Das ist, ja, aber trotzdem, insgesamt würde ich sagen, ist er kein schlechter Jason, auf gar keinen Fall. Also ist wirklich auch ein guter Jason. Gut, das ist meine Tierlist. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr gleicher Meinung, dass Savini Jason Platz 1 ist und McDonald's Jason auf dem letzten Platz? Und ja, ihr könnt auch gerne selber die Tierlist mal machen. Ich gucke mal, ob ich das vielleicht irgendwie in die Beschreibung verlinke, dass ihr das selber machen könnt. Und ja, schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare, was ihr ändern würdet, was zum Beispiel für euch gar nicht geht. Ist zum Beispiel Part 6 zu weit oben, keine Ahnung, ist Reboot zu weit oben, ist Part 5 zu weit unten. Schreibt das gerne in die Kommentare und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich denke mal, ich werde auch noch zu anderen Sachen eine Tierlist machen und auch natürlich wieder Gameplay machen. Und ja, das sehen wir dann in der Zukunft. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ciao.